Es ist höchste Zeit zu handeln und genau das wollen wir heute tun. Wir arbeiten jeden Tag mit der Natur, aber die Extremwetterereignisse werden jedes Jahr schlimmer. Das betrifft uns weltweit, das betrifft uns in anderen EU-Ländern. Das, was wir heute erleben, ist der Standard und da sind wir natürlich gefordert. Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, dann wird wahrscheinlich die Zukunft extrem herausfordernd. Wir müssen uns endlich einmal alle bewusst machen, dass Nichtstun kein Problem löst. 5 bis 10 Cent pro Kilogramm für Lebensmittel, wenn dafür aktiv Artenschutz in der Produktion betrieben wird. Ist das ein realistischer Aufpreis? Man ist bereit, für ehrliche Projekte mehr zu bezahlen und mit 5 bis 10 Cent lösen wir einen Großteil der Probleme, was wir im Umweltbereich haben. Wir ersparen uns dadurch, dass wir in größere Probleme kommen, weil das Nichthandeln einen hohen Preis hat. Wenn man aus sozusagen fundamentalen klimapolitischen oder klimatechnischen Gründen in vielen Bereichen Europas nicht mehr produzieren kann, dann sind die Lebensmittelpreise ganz woanders. Und es ist natürlich klar, dass man Ziele nicht erreicht im Schlafwagen, sondern Ziele benötigen Maßnahmen, wie wir sie erreichen und wie wir sie umsetzen. Und damit sind wir aber wieder bei den Rahmenbedingungen, dass die Landwirtschaft selber ökologischer wird, auch unter Anführungszeichen um den Preis, dass das eine oder andere Lebensmittel eine Spur teurer wird. Wir haben hier auch einen Riesenhebel in unseren landwirtschaftlichen Acker- und Grünlandflächen für Katastrophenschutz. Regenwürmer und auch Mikroorganismen bewirken eigentlich, dass wir gesteigerte Ertragspotenziale in unseren Böden haben, aber sorgen dafür, dass der Boden aufgelockert wird, der Boden mehr Wasser aufnehmen kann, gerade bei Starkniederschlägen. Und es braucht aber auch diese Kommunikation an Gesellschaft und Politik, dass das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die mitgetragen werden muss. Gemeinsam können wir alles schaffen und darf den Dr. Karas zitieren, nichts zu tun ist keine Option. Und heute war der nächste Meilenstein, damit wir das auch in die Breite bringen.